Ich habe das Gefühl, diese Renovierung fängt ganz harmlos an und am Ende werden noch irgendwelche Wände fallen. Ich renoviere gerade mein Wohnmobil. Das hat etwas chaotisch gestartet, daher ist es jetzt Zeit für einen Masterplan. Los geht's mit der Elektrik, dann kommt Farbe ins Spiel und der Fußboden, anschließend das Bad, die Deko und was sonst noch fehlt. In diesem Video haken wir hoffentlich den ersten Punkt auf der Liste ab, die Elektrik. Ich mache heute neue Solarmodule auf mein Dach. Das alte Panel geht leider nicht mehr. Es war knapp 2 Jahre nur drauf. Aber egal, was soll man machen? So viel zum Thema nachhaltig Strom erzeugen im Wohnmobil. Nicht bei dem Solarplattenverschleiß. Der aktuelle Plan sieht so aus. Hier ist mein altes Panel. Habe ich hier kurz geschlossen, damit das tot ist. Und hier sind jetzt die zwei neuen A60 Watt drauf. Die sind schön leicht. So. Die Paneele werden erst verklebt und dann verschraubt. Ich habe hier die Silikonpistole von meinem Opa. Ich halte die sehr in Ehren. Er hat damals gesagt, Jana, das Ding, das hast du dein Leben lang. Da schreit jetzt vielleicht etwas nach Push, die neuen Solarplatten über dem alten zu befestigen, aber ich hatte das Panel vollflächig mit Sikaflex verklebt, deswegen habe ich mich bei den neuen Paneelen auch für feste entschieden, weil man die einfach auch leichter wieder demontieren kann. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu einem Freund, der sich mit Elektrik ein bisschen auskennt. Und der wird mir die nächsten Tage helfen, hier ein paar Sachen neu zu verkabeln. Hier unter diesem Sitz befindet sich meine komplette Elektronik. Die habe ich bisher ziemlich in Ruhe gelassen, weil das ein komplettes Kabelgewirr ist. Und da auch schon sehr viele Leute vor mir dran rumgebastelt haben. Und ich einfach immer nur froh war, dass es funktioniert hat. Aber jetzt funktioniert es leider nicht mehr, weil meine Aufbaubatterie den Geist aufgegeben hat. Und jetzt läuft kein Strom mehr. Das ist aber die perfekte Gelegenheit, um das wirklich alles mal zu überarbeiten. Ich habe mich lange vorgedrückt, aber ich glaube, jetzt ist eine sehr gute Gelegenheit, die alte Autobatterie und alle dazugehörigen Komponenten zu entfernen und gegen eine Komplettlösung auszutauschen. In meinem Fall ein Akku von EcoFlow. Ich arbeite schon seit einem Jahr mit EcoFlow zusammen. Die mobilen Akkus von EcoFlow haben unsere Renovierung am Tiny House erst möglich gemacht. An dieser Stelle eine kleine Erinnerung, dass es einen neuen mobilen Akku von EcoFlow gibt, die EcoFlow Delta 2 Max. Den habe ich bereits auf meinem Mini-Camper-Trip durch Tschechien getestet gehabt und der kann gerade auch für Leute im Wohnmobil sehr interessant sein. Meiner Meinung nach ist wirklich die Lüftung oder ja die Lautstärke halt bei solchen portablen Geräten wirklich der größte Nachteil, wenn man im Auto unterwegs ist. Da hat EcoFlow wirklich nachgebessert. Hier mal ein Vergleich zu einem Vorgängermodell der EcoFlow Delta. Da ist die Delta 2 Max deutlich leiser. Bei EcoFlow wird Negatives verbessert, aber gute Eigenschaften natürlich beibehalten. So haben wir auch hier, wie typisch für EcoFlow, einen übersichtlichen Bildschirm, ausreichend USB- und USB-C-Eingänge und 4 Steckdosen. Neu sind ganze 2 Solareingänge sowie die Möglichkeit, bis zu 2 weitere Akkus anzuschließen. Die Delta 2 Max hat eine Kapazität von 2048 Wattstunden. Das bekommt man mit Solar relativ schnell aufgeladen, da der Solareingang nochmal verbessert wurde. Auch über die Steckdose ist der Akku in kurzer Zeit reisebereit und lädt in nur 81 Minuten auf 100%. Wie rüste ich jetzt also mein Strom-Setup einmal um? Als erstes muss alles raus, nicht nur die Autobatterie, sondern auch der Solarladeregler, der Wechselrichter und das Batterieladegerät, weil das sind jetzt aktuell alles hier Einzelteile, aber in meiner EcoFlow Komplettlösung ist ja eh alles drin. Das heißt, das brauche ich alles nicht mehr. Juhu! Den Wechselrichter habe ich schon viel zu lange sinnlos durch die Gegend gefahren. Von meinen 5 Steckdosen im Wohnmobil ging nämlich seit über einem Jahr keine einzige, weil der Wechselrichter immer geraucht hat, wenn ich ihn angemacht habe. Daher habe ich ihn dann irgendwann nicht mehr verwendet. Bevor es mit dem Akku weitergehen kann, mussten erstmal einige Kabel raus. Es waren nämlich super viele Kabel im Wohnmobil, die nicht mal angeschlossen waren.
Und das war tot, das Kabel. Super. Das hast du noch nie benutzt. Das habe ich noch nie benutzt. Außer um deinen Traumfänger dran zu hängen. Aber wo geht denn das hin? Okay, ich denke mal, dass es Erde ist. Genau, das hier ist dasselbe. Das ist bei der Karosserie. Okay. Tipp, bei so einer Aktion macht es Sinn, sich zu merken, wo Plus und Minus war. Damit spart man sich einiges an Zeit. Die Autobatterie hatte ihren Platz ja hier unten unterm Beifahrersitz. Aber der neue EcoFlow-Akku kommt jetzt hier unten hin, weil es einfach platztechnisch ein bisschen entspannter ist und ich da auch viel besser rankomme. Hier ist jetzt schon fast alles vorbereitet. Und zwar haben wir hier ein DC-Kabel, das dann in den Akku kommt. Da hängt der gesamte 12 Volt Strom dran. Hier ist unser Solarkabel. Das ist ganz normal beim Akku dabei. Das ist oben mit dem Solar ganz einfach über MC4-Stecker verbunden. Das haben wir an Landstrom verbunden. Das heißt, wenn ich auf dem Campingplatz stehe und mich da anschließe, dann kommt hier Strom an. Da hängt ein Kaltgerätestecker dran, der dann auch in den Akku kommt. Das heißt, ab dem Moment, wo ich auf dem Campingplatz mich einstecke, wird direkt der Akku geladen und das ganze System läuft dann hier drüber. Was ich gerade noch mache, ist hier einen Stecker anbringen. Denn das Einzige, wofür ich eine normale Steckdose brauche, ist mein Laptop. Alles andere kann ich auch über 12 Volt laden. Und deswegen werde ich jetzt hier quasi so ein Verlängerungskabel legen, damit ich eine richtige Steckdose unterm Tisch habe. Das Tolle hier bei so einem Aufbau, wie ich es jetzt gemacht habe, ist, dass der Akku weiterhin mobil bleibt. Das heißt, ich bin ja nicht das ganze Jahr mit dem Mobil unterwegs und in der Zeit kann ich den Akku auch anders nutzen. Und Strom ist auf unserem Grundstück immer gefragt, von daher ist es perfekt. In Kombination mit dem EcoFlow Powerstream ist die Delta 2 Max auch das perfekte Balkonkraftwerk. Und wenn man dann auf eine Reise geht, nimmt man den Akku einfach mit. In ein paar Sekunden ist alles wieder angeschlossen und es kann losgehen. Die EcoFlow-Geräte sind alle untereinander wunderbar kompatibel. Das heißt, ich kann hier auch die EcoFlow River 2 Pro zum Beispiel einfach einbauen und die verwenden. Die Anschlüsse sind hier immer gleich. Aktuell habe ich wieder den aktiven 5% Rabattcode von EcoFlow. Wenn du daran Interesse hast, dann schau gerne in der Infobox vorbei. Als nächstes ging es den hässlichen Lampen an den Kragen. Ja, oder? Oh. Oha. Oha. Ich hatte hier im Wohnmobil wunderschöne Neonröhren, die jetzt rausgeflogen sind und die werden ersetzt mit schönen LED-Leisten. Also ich bohre jetzt hier ein Loch für dieses Kabel, das dann hier rauskommen soll, weil hier dann die LED-Leiste befestigt wird. So. Ja, oder? So ein bisschen so. Wow. Nicht. Boah, das ist schön hell. Schön hell, hell. Kann man immer was machen. Cool. Cool. Ja. Auch ans hintere Küchenfenster kam noch eine LED-Leiste und dann wollte ich gerne meine Lieblingslichterkette umrüsten. Die lief eigentlich über zwei 1,5 Volt Batterien, aber ich wollte, dass die auch über den Akku läuft. Und 2 mal 1,5 Volt sind 3 Volt, also haben wir dieses kleine Bauteil verwendet, um den Strom von 12 Volt auf 3 Volt zu drosseln. Dabei hatten wir erstmal Schwierigkeiten, denn wir hatten die Bedienungsanleitung nicht gelesen. Jetzt bin ich verwirrt. Nee. Wir messen das. Wir messen das nach. Das wollen wir, ne? Ja, ja. Wir machen das jetzt einfach daran erstmal. Ja. Weil, alles drauf. Passiert ja nichts. Nee, passiert nichts. Komisch, ne? In der Theorie müsste es jetzt funktionieren, ne? Vielleicht gucke ich auch mal ins Handbuch oder in das Ding, wie es bestellt hat. Und das hat sich dann auch gelohnt. Okay, wir machen erstmal alles andersrum. Tada! Bisher hatte ich eher zugeschaut und versucht, mir alles zu merken, was Markus da macht. Aber dann war es endlich soweit und ich habe einen kleinen Lötworkshop direkt vom Meister bekommen. Draufhalten und dann warten, bis es sich anschmiegt und dann wegnehmen. Ja, so. Jetzt ein bisschen warten, ein bisschen draufhalten, ein bisschen warten und das sollte reichen. Ja. Ah, okay. So, und dieses andere auf der anderen Seite auch nochmal. Genau. Und drauf. 1, 2, 3, 4. Und so dauerte es nicht lange, bis die nächste LED-Leiste installiert war, diesmal sogar mit Dimmer. Cool.
Ja, oder? Ja. In meinem kleinen Schlafzimmer war bisher eine echt unmenschlich hässliche Leselampe und ich hatte große Freude, die zu entfernen. Einmal löten. Cool. Sieht mega gut aus. Ja, voll. Du kannst halt einfach richtig entspannter lesen. Ja. Als nächstes möchte ich ein paar USB-Buchsen an verschiedenen Stellen hier im Wohnmobil anbringen. Jetzt brauche ich ein Stück Kabel. So. Dann habe ich hier als nächstes meine USB-Buchse. Auf der hier ist jetzt nicht beschriftet, wo Plus und Minus ist. Aber ich habe gelernt, dass man das auch selber bestimmen kann. Hier das Gehäuse. Das nehme ich jetzt mal als Ground, als Minus. Und hier haben wir unsere beiden Pole. Und wenn ich jetzt hier an den ersten Pol gehe, bekomme ich hier als Wert 0. Das heißt, es lässt vermuten, dass es Minus ist. Das bedeutet, hier müsste jetzt ein Wert kommen. Ja. Sehr gut. Das macht Spaß, sowas rauszufinden. Der Lötkolben ist vorgeheizt auf solide 300 Grad. Und ich fange jetzt hier mal mit der USB-Buchse an. Ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen unbeholfen mit dem Lötkolben. Da fehlt mir noch so ein bisschen das Feingefühl. Aber ich denke, das kommt mit der Zeit. Ja, das ist schön geworden. Ist jetzt bei weitem nicht perfekt, aber sollte vollkommen funktionieren. Hier oben im Alkoven haben wir schon hier unseren Dimmer angebracht für das neue Licht hier. Und der Plan ist, dass hier wie so ein Brett, also wie so ein Nachttisch hinkommen soll. Die Wand werde ich natürlich auch noch neu streichen. Und die Idee war quasi, dass dieses Brettchen auch so ein bisschen den Dimmer kaschiert und dass dann unter das Brettchen hier auch noch ein USB-Anschluss kommt. Sollte fest sein. Funktioniert. Voll cool. Ich muss sagen, was mich an dieser Elektrik ein bisschen annervt, ist, dass das alles so friemelig ist. Ich bin nicht wirklich sonderlich feinmotorisch unterwegs, also nur wenn ich muss. Ja, lädt. So, schauen wir uns mal das Bad an. Perspektivisch sollen diese Schränke hier raus. Aber das ist ein andermal dran. Ich gucke jetzt erstmal, was hier drunter ist. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass ich das alles jetzt schon rausbauen muss. Aber vielleicht komme ich doch an die Kabel. Ja. Das sieht ziemlich gut aus. Ich glaube, wenn ich das jetzt noch rausbaue, dann komme ich an die Kabel. Perfekt. So. An diesem LED-Band sind recht kleinschrittig Markierungen, an denen man abschneiden kann, ohne was kaputt zu machen. Auch wenn es sich echt falsch anfühlt. Geschafft. Ich habe das ganz alleine gemacht. Aber wenn der Markus gleich kommt, der wird staunen. Nice. So, dann testen wir mal. Wow! Boah, ich bin super platt. Es ist voll schön, was Neues zu lernen, aber auch sehr anstrengend. Ich habe letztens in einem Buch gelesen, dass eine Tätigkeit um 4% unser aktuelles Können übersteigen sollte, damit sie uns Freude bereitet. Erst fand ich diesen Spruch etwas schräg, weil wie soll ich bitte 4% abmessen? Aber ich denke, im Grunde ist klar, was gemeint ist. Es ist gut, wenn etwas im richtigen Maße knifflig ist. Ich bringe jetzt die letzte Lichterkette an.
funktioniert! Heute werde ich mit Jaschas Hilfe diese Knöpfe noch ein bisschen schöner machen. Die sind nämlich ja, aktuell nicht so schön eingebaut. Deswegen hat Jascha mir solche Holzverkleidungen ausgesägt. Für die LED-Leiste bei der Küche brauchte ich außerdem noch eine Verblendung und das Loch von der ehemaligen Lampe haben wir auch noch verschlossen. Hier in die Ecke beim Bett soll ja ein kleines Brettchen kommen, wo ich dann mein Handy drahtlos laden kann. Das werden wir gleich auch noch machen. Dazu hat Jascha ein Brett zurechtgesägt und da ein Loch eingelassen, in das dann die Spule zum drahtlosen Laden reinpasst. Hallo, möchtest du vielleicht meine atemberaubende Lichtinstallation sehen? Dann komm herein. Also, wir haben jetzt hier bei der Küche das ganz praktisch gelöst, dass das hier direkt über das Panel gesteuert wird und ich das hier außen anmachen kann. Und Neues auch, dass ich hier hinten auch noch Licht habe. Das war nämlich immer ein bisschen schwierig. Wenn ich hier hinten was geschnitten habe, war das zu dunkel, weil ich nur hier Licht hatte. Und hier habe ich außerdem eine Lichterkette. Man muss sagen, das ist jetzt alles noch nicht so schön gelöst und auch noch nicht befestigt, weil ich das ja alles noch streichen muss. Also es trifft auf vieles hier zu, dass es jetzt so eine Übergangslösung ist. Gehen wir weiter ins Bad, wo ich auch zum ersten Mal jetzt ordentliches Licht habe, seit ich das Wohnmobil habe. Das davor war eigentlich nur so ein Dimmen. Und hier habe ich jetzt auch einen super hellen LED-Streifen, der dann hier oben hinkommen soll. Wow! Was ziemlich cool ist, ist hier mein Dimmer. Das ist richtig schön, gerade für abends kann ich das jetzt hier optimal einstellen, wie man das braucht. Und hier habe ich auch noch eine Lichterkette. Ich kann jetzt abends hier endlich optimal lesen. Ich habe hier auch wieder einen Dimmer eingebaut. Und das Coolste, die Ladestation fürs Handy. Da kann ich einfach das Handy hier drauflegen und es lädt über NFC. Damit habe ich den ersten Punkt auf der Renovierungsliste abgehakt, die Elektrik. Und als nächstes kommt endlich Farbe ins Spiel. Darauf freue ich mich eigentlich am meisten, dass ich hier einfach ein bisschen frischen Wind reinbringen kann und das siehst du dann im nächsten Video.